Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, es freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und heute soll es bei uns nochmal um unseren Weg bzw. durch die tiefste Schlucht der Welt gehen. Ja, die Vikos-Schlucht meinst du damit? Genau. Weil es geht um den Sagoria-Trek, den wir im Sommer gelaufen sind. Ja, und da wollen wir nochmal so ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten und auch so den einen oder anderen Tipp geben. Ja, und das werden wir auch wieder gliedern in so verschiedene Punkte, so wie beim letzten Mal. Ja, zum Beispiel Anreise, Routenwahl, Materialunterkunft, Verpflegung und so weiter. Genau. Und ich denke, das wird auch besonders interessant werden dieses Mal, da die Anreise ein bisschen kniffliger ist, als es beim Olymp der Fall war. Genau, und dann würde ich sagen, schwätzen wir gar nicht mal so viel drum rum und legen mit unserem ersten Punkt los. Genau. Ausgangspunkt unserer Tour war wieder Thessaloniki, also wie auch schon beim Olymp. Und das Fortbewegungsmittel der Wahl war auch dieses Mal ja der Bus. Ja, deswegen werden wir auch in der Videobeschreibung auf die Erfahrungen in Thessaloniki und die Busverbindungen dann nochmal verweisen, damit wir das jetzt nicht nochmal doppelt aufführen. Genau, ganz wichtig, kümmert euch rechtzeitig um so ein Busticket. Wir waren sehr knapp dran, sprich an dem Tag, an dem wir auch gefahren sind, und da waren gerade noch 2 Plätze frei. Anne saß dann ganz vorne im Bus, ich stand ganz hinten. Ja, und geht auch mal auf Nummer sicher und guckt, ob an dem Tag, an dem ihr fahren wollt, auch der Bus bis zu eurem Zielpunkt Genau, da wären wir nämlich beim genau in Zielpunkt. den Klidonja dann fährt. Moment, wir sind noch nicht in Klidonja von Thessaloniki vom Busbahnhof aus, das erwähnen wir noch, weil das ist im Olymp-Video natürlich anders. Fährt man Richtung Ioannina. Und in Ioannina, da muss man dann schauen, dass man mit dem Bus nach Kalpaki. Kalpaki kommt, genau. Und von da aus weiter nach Klidonja, genau. Und so dieser letzte Schritt ist dann halt bei uns weggefallen. Aber eins nach dem anderen, genau, also die Verbindung Thessaloniki-Janina war super, also war gut zu fahren. Sehr abenteuerlich wurde es dann zwischen Janina und Kalpaki, weil da haben wir hier so einen etwas älteren Bus gehabt. Es war warm, die Klimaanlage defekt, die Tür zum Glück auch an der Stelle. Das heißt, wir sind dann diese ganze Strecke von Janina nach Kalpaki mit offener Tür gefahren. Also der Fahrer hat dann auch verzweifelt versucht, mehrfach das Ding dann zuzumachen. Das hat nicht funktioniert. Blieb es halt offen. Gut, Ja, muss ist man auch auf noch jeden mitmachen. Fall eine Erfahrung wert. Genau. Ja, unser Problem war dann halt, wir Standen dann in Kalpaki. am späten Nachmittag und hatten noch so um die 20 Kilometer nach Klidonja zu überbrücken. Zum Laufen war es dann auch schon ein bisschen spät. Ja, da haben wir uns dann die Frage gestellt, wie geht's weiter? Und dann habe ich gemeint, komm, lass uns doch einfach mal die Dame vom Hotel anrufen, was wir gebucht hatten. Das haben wir dann gemacht und wir hatten einfach Glück. Die hat uns dann in Kalpaki mitgenommen, die war unterwegs und hat uns dann bis ans Hotel Farangibas, Genau. hat sie uns mitgenommen. Also das hat dann super geklappt dann auch. Oh, und wir haben auch gleich noch eine Führung bekommen auf der ganzen Fahrt, das war auch Genau. toll. Die hat uns so Über viel die erklärt. Gegend. Sehr Das schön. war dann super, Ja. genau. Und dann für die Rückfahrt gilt dann im Prinzip das Gleiche wie für die Anreise. Guckt, dass auch ein Bus dann fährt von Klidonja nach Kalpaki zurück. Wir kamen sonntags dann wären sonntags nach Klidonja zurückgekommen. Da wäre zwar ein Bus gefahren, allerdings erst abends um 9 und dann wären wir von Janina nicht mal wieder zurück Genau. nach Thessaloniki gekommen, was dann dazu führte, Dass wir 20 Kilometer zu Fuß gelaufen sind. genau, und zwar nämlich Die von Straße lang. Papigo aus dann Genau. quasi quer durch nach Kalpaki, genau, statt dann der letzten Etappe von Papigo nach Klidonja. Genau. Ja, also wie gesagt, darauf achten. Alternativ könnt ihr auch mit dem Auto anreisen. Insa und Justin, die ihr ja in unserem Wandervideo zum Sagoria Trek gesehen habt, die haben das gemacht. Die haben dann in Klidonja das Auto eine Woche stehen lassen. Genau, also das funktioniert wohl auch ganz gut. Also sie haben es am Ende wieder Sie haben es vorgefunden gekriegt, und genau. sind dann auch weitergezogen, genau. Genau. Gut, ja, das mal zum Thema Anreise und dann geht es mal weiter zum nächsten Punkt.
dann sind wir jetzt auch beim nächsten Punkt, nämlich der Wegführung. Genau, die haben wir hier aus unserem Wanderführer, haben uns eigentlich an die Wegbeschreibung hier auch gehalten und unsere Tour begann dann, wie gesagt, in Clidonia, führte von da erstmal nach Papigo, weiter über die Astraga-Hütte nach Cepelovo. Von Cepelovo ging es nochmal per Abstecher zum Aussichtspunkt Beloi, genau, wieder zurück nach Cepelovo, von da weiter nach Kipi. Monodendri war dann der nächste Punkt und dann wieder Papigo. Und wie gesagt, eigentlich die letzte Etappe wäre gewesen, dann von Papigo nach Clidonia, aber da sind wir ja direkt durch nach Kalpaki. Ansonsten so die ein oder andere Extratour ist hier noch drin, haben wir gemacht, haben wir auch im Video zum Sagoria-Trek, das wir schon gemacht haben, beschrieben und gezeigt. Guckt da mal rein. Genau, also wie gesagt, mit Wanderführer und so, die Wegvorschläge waren eigentlich soweit ganz gut, kann man also auch ganz gut danach bewältigen. Unterkünfte ist eigentlich auf dem Weg relativ unproblematisch. Ihr endet eigentlich immer in einem Dorf, beziehungsweise einmal müsst ihr auf einer Hütte übernachten, der Astraga-Hütte. Da müsst ihr halt rechtzeitig vorher euch ein Plätzchen sichern, aber ansonsten konnten wir eigentlich überall ganz problemlos unterkommen. Kleinere Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gab es dann auch immer wieder ein bisschen was Kleines zu essen, Wasser und so. Wo wir wieder beim Thema sind, nicht so viel mit rumschleppen. Genau, also da braucht ihr euch auch nicht totschleppen unterwegs. Ihr könnt unterwegs auch auf, beziehungsweise so ein paar Quellen haben wir unterwegs dann auch noch gehabt mit Trinkwasser. Da konntet ihr auch die Wasservorräte dann einfach wieder auffüllen. Genau. Ja, gerade hoch, wenn es zu der Astraga-Hütte ging. Da waren einige. Da war was gewesen, ja, genau. Da sind viele Hirten unterwegs, die müssen auch selber trinken und ihre Tiere tränken. Genau. Und ansonsten kann man so einige hervorheben, wo die Gastgeber, wo wir halt fanden, die waren wirklich sehr, sehr freundlich und bemüht. Ja. Das erste hatten wir ja schon erwähnt, das Hotel Farangi ganz am Anfang in Clidonia. Ja, das weil war richtig gut. Zum einen die Gastgeberin sehr viel Informationen weitergibt und sehr bemüht ist, da ist selbstgemachte Pitta gibt's und also Frühstück war ganz Frühstück viel war traditionell super, genau. griechisches Essen, ja, und egal welches Problem man hat, also die Dame ist wirklich sehr, sehr bemüht. Sehr hilfsbereit, kann man sehr, sehr empfehlen. Dann gab es noch Cepelovo. Genau, in Cepelovo waren wir auch noch in einer sehr guten Unterkunft, die war vor allem auch optisch sehr schön, deswegen hatte ich sie da auch ausgesucht, weil war schon auf dem Bild mit vielen Blumen und Garten und Katzen, so wie man sich es halt vorstellt in Griechenland. War dann auch wirklich so, als wir ankamen. Also, und die Dame dort war auch wieder eine Frau, die das betrieben hat. Auch wieder extrem freundlich, bemüht, hat auch Marmeladen selber gemacht und also das Pittas, Frühstück wie hier war top gewesen, war's genau. Super, ja. Zum Beispiel hier die selbstgemachte Marmelade, gibt es so kleine Äpfel, die werden dann gesammelt. Hat es auch so ein kleines Gläschen, weil das immer so kleinen Gläsern dann gemacht wird. Also das war schon, genau, wie hieß es? Juris Gasthaus, genau. Genau, ganz am Ende unserer Tour. In Mikropapigo. Genau. War auch nochmal super. Ja, da hatten wir noch die große Diskussion, genau, weil Tobi endlich zum Ende kommen wollte und dann war es Mikropapingo dummerweise die letzte Unterkunft und nicht mehr Galopapingo. Also war wirklich das allerletzte Dorf, ganz oben im hinterletzten Eck. Traditional Rooms, ein altes Berghäuschen aus Stein. Man sieht auch noch richtig, auch wenn man reinkommt und die Türen und alles ist noch der alte Kamin drin und das Bett wirklich irgendwie noch total hoch, aber so wie es halt früher war und total mit Liebe hergerichtet. Allerdings, die Dame, die das betreibt, spricht nur Griechisch. Da kommen wir gleich nochmal Aber mit Händen und Füßen geht es immer. Genau. Nee, insofern war das auch sehr gut, weil wir ja, wie gesagt, von Papigo aus direkt nach Kalpaki durchstarten wollten. Dementsprechend morgens sehr früh los und wir hatten ja mit Frühstück gebucht und so. Und dann haben wir auch mal gefragt, beziehungsweise die andere hat gefragt. Stimmt, ne? Das war auch noch gut. Genau, und ob man da irgendwie ein bisschen früher frühstücken kann. Ja, nee, aber sie richtet uns abends noch ein bisschen was her. Dann hat sie da so ein Tablett voll Zeug für den nächsten Tag schon gleich hingestellt mit Sandwiches, mit also da war Kuchen dabei, da war Brot, da waren Eier dabei, da war Obst dabei und genau. ja, Tomaten, alles. Also Wahnsinn. Ja. War auch sehr gut. Sehr bemüht. Genau, also wie gesagt, da kommt er auf jeden Fall überall, denke ich mal, gut unter.
Ja. Wie auch schon beim Olymp kann man sagen, auch hier im Pindusgebirge kommt man eigentlich mit Englisch sehr weit. An der einen oder anderen Stelle, ich hatte es beim Olymp-Video auch schon mal erzählt, kommt dann so ganz überraschend auch jemand mit Deutsch mal ums Eck. Gerade am Anfang Glied und Jahr, so ein älterer Herr mit über die 80, der dann über den Zaun mal auf Deutsch rüber grüßt und sich dann mit uns dann auch ein bisschen unterhalten hat. Genau, aber hier hat sich dann doch gezeigt, es ist so, dass ja, man ist in kleineren Dörfern unterwegs. Da ist es schon von Vorteil, wenn man ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Griechisch. Ja, es ist halt auch nicht ganz so international die Strecke, also diese Wanderroute wie auf dem Olymp. Klar, da sind alle Nationalitäten oder sehr viele Nationalitäten vertreten. Das ist natürlich auf dem Sagoria-Trek nicht ganz so, ja, also deswegen. Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch zum Teil auch. Wer Griechisch kann, ist natürlich super. Ja, man geht nicht verloren. Genau, also im Zweifelsfall, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ne? Die Anne will da unbedingt noch machen, ladet sie einfach ein. Dann müsst ihr mit mir aber auch nochmal auf den Olymp steigen. Der gehört dann dazu. Ja, wie bereits schon erwähnt, unsere Bibel für den Weg war dieser Wanderführer. Von der Beschreibung her und so weiter kommt man eigentlich ganz gut durch mit dem Weg, ne? Auch so was so ein paar Besonderheiten des Weges angeht. Ganz perfekt ist er leider nicht. Ein, zwei Kritikpunkte daran gibt es doch. Zum einen, die Angaben darin sind nicht immer ganz so genau. Gerade bei den Extratouren, wenn ich zum Beispiel so einen Rundweg habe und ich dann auf einmal Höhenmeter, keine Ahnung, 877 Meter bei dem zum Aussichtspunkt Belloy Hochlauf und 880 Meter Runterlauf, kommen wir aber am selben Punkt wieder an. Ja, ich weiß, es sind nur 3 Meter, da nimmt das wieder sehr genau der Tobi, aber passt halt nicht so ganz. Das zweite, was mich hier gestört hat, war so die ein oder andere Beschreibung von den Restaurants bzw. Unterkünften, also gerade bei einem Restaurant, das hier ja gelobt wurde wie sonst wohin. Sind wir halt aufgrund dessen da auch hin und da wurden leider eines anderen wert. Also da waren wir nicht so glücklich damit, also qualitativ, preislich, ja. Service, ja, also es war insgesamt dann doch ein Reinfall gewesen. Dafür kann man aber andere entdecken, die super sind. Genau, also wie gesagt, da einfach mal, wenn ihr seid, ein bisschen auch mal über den Wanderführer hinaus einfach gucken. Mal Google bemühen, WLAN habt ihr da eigentlich auch immer, Empfang gab es eigentlich auch. Und, Empfang. Gut, dass ich mich selbst daran erinnere gerade. Ihr kommt, gerade wenn ihr oben Astraga-Hütte den Abstecher zum Drachensee macht, nahe an die albanische Grenze. Guckt, dass ihr vorher entweder in Flugmodus geht, ein festes griechisches Netz einstellt. Ansonsten wählt sich nämlich euer Handy öfter mal in das albanische Netz ein. Das ist sehr teuer. Kann teuer werden. Also das mal so als kleiner. Das Problemchen gibt es aber auch in Kalpaki oben, meine ich. Beim Bus. Das ist nämlich auch ganz nah an der Grenze. Also näher dran an der Grenze. Also generell ein bisschen aufpassen, weil es in der Grenzregion halt ist. Genau. Gut, das jetzt mal so als kleiner Exkurs. Wie gesagt, Wanderführer insgesamt war sehr gut. An ein, zwei Stellen einfach mal ein bisschen genauer drauf achten. Was hatten wir noch? Wanderkarte, genau, klar, es sollte auch immer mit dabei sein, haben wir uns hier dann auch im Prinzip angeschafft und mitgeführt. Und zusätzlich zu dem Ganzen habe ich dann die Einzeltouren auch immer noch schön bei Komoot mal geplant und als Offline-Karte auch. Tobi ist da immer sehr, sehr fleißig. Genau, runtergeladen, dass wir da auch unterwegs nicht verloren gehen. Genau, ansonsten zu der Region, ihr findet natürlich auch einiges im Internet, verlinke ich euch natürlich unten alles. Genau, und dann könnt ihr euch da eigentlich ausführlich vorbereiten und dann sollte das auch passen soweit. Ja, und wie schwer war denn der Weg jetzt nun eigentlich, Tobi? Das kommt natürlich ganz drauf an, wen von uns beiden ihr fragt. Oder welche Etappe wir gerade besprechen. Genau. Insgesamt gesehen muss man schon sagen, der Weg hat einen gewissen Anspruch. Also es sind viele Höhenmeter zu überwinden und auch einige Kilometer. Gerade
wenn ihr, wie wir das gemacht haben, immer noch die Extratouren am Ende der Tagesetappen Auf mitnehmt. die Tobi immer bestanden hat. Ja, natürlich. Ne? Wir nehmen mit, was da ist. Was man noch sagen da muss, kommt ist, einiges zusammen, die Wege sind schmal. Trittsicherheit ist erforderlich auf jeden Fall. Ja. Es ist auch oft sehr buschig. Man läuft mitten durchs Gestrüpp. Genau, gerade bei der ersten Etappe von Quidonia nach Papigo, da hat es die Anne dann auch immer sehr, sehr eilig gehabt durch das Ja. Gestrüpp. Ich war auch sehr laut. Ja, ja. Hintergrund des Ganzen ist ja dann, dass in der Region Wölfe und unterwegs Bären. sind, Bären unterwegs sind und so die ein oder andere Giftschlange, mit der hat sie wohl schon in der Vergangenheit mal Bekanntschaft gemacht und Ja. deswegen hat es da immer so ein bisschen. Ja. Wobei ist ja eilig. die Giftschlange, die kann man ja vertreiben, wenn man laut genug ist. So einem Bär möchte man nicht gegenüberstehen, aber das ist auch nicht passiert. Also wir wollen hier niemandem Angst machen. Wir haben keinen Bär zu Gesicht bekommen. Genau, wenn man so die Einheimischen da hört, Ja. das kommt jetzt auch nicht so oft vor. Gut, ansonsten. Und was man noch sagen muss, selbst wenn es vorkommt, passiert nichts. Also uns wurde auch nichts erzählt, dass irgendwie mal was passiert wäre mit einem Bären. Zumindest da nicht. Nee. Genau, ja, der eine oder andere doch etwas knackige Anstieg ist dabei, gerade zur Astraka-Hütte hoch, beziehungsweise aus der Vikos-Schlucht nach Papigo hoch. Genau, Trittsicherheit, gerade vor allem in der Schlucht unten, wenn man dann auch immer mal durch dieses Flussbett dann durchkrabbelt und wie auch schon am Olymp Seilsicherung oder so, Ist nicht. das ist nicht. Ist aber auch gut so. Genau, doch einmal hatten sie ein Seil gespannt, aber das war so lose, dass war haben nur wir dann Deko. einfach links hängen lassen. Genau, das war nicht so gut. Genau, Ja, man geradeaus. darf sich auch nicht überschätzen, weil du jetzt gerade gesagt hast, aus der Vikos-Schlucht unten wieder Okay. raus, das letzte Stück. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Er ist ja immer der Traktor sozusagen, der Unimog am Berg, recht langsam und ich dann gern mal ein bisschen flotter vorne raus und warte. Ferrari, genau. Naja, Ferrari vielleicht nicht, aber das Problem war dann, hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt, die Unterkunft, die ich dann gebucht hatte, nämlich in Mikropa-Bingo. Das ist noch ein bisschen höher als Megalopa-Bingo. Also bei mir ging am Ende gar nichts mehr. Genau. Da war sogar der Weg zum Essen Ja. abends dann zu viel, zumal das Hotel halt auch noch im Ort am Ende oben war. Ja, genau, das war das allerletzte. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen im Sommer die Temperaturen. Wir sind ja wirklich im Hochsommer gelaufen und gerade wenn man dann diese steilen Anstiege, also Anstiege am Ende, wo es dann hochgeht aus der Schlucht raus, da sind auch einige Stellen, die nicht beschattet sind von Bewuchs in irgendeiner Form. Das ist wirklich dann an der Bergflanke entlang. Also da kocht einem das Hirn und andere Körperteile zum Teil. Sehr schweißtreibend. Oh ja, ja. und eine besondere Schwierigkeit gab es auch noch auf dem Weg, haben wir ja in unserem Wegevideo auch schon kurz mal gezeigt. Ja, Liegen. in Kipi. Genau, einmal unten in Kipi, einmal, wenn man von der Astraka-Hütte nach Cepelovo sich bewegt. Also das waren nicht wenige Fliegen. Auf der Hochebene von der Astraka-Hütte nach Zepelovo, das war so ein Vorgeschmack, waren viele. Wir haben ja da auch mit den Hüten um uns geschlagen. Nonstop. Es lag nicht an unserem Geruch, es ging wirklich allen so. Weil wir dann noch geguckt haben, oh Gott, vielleicht riechen wir irgendwie, aber nein, das war es nicht. Und dann bei Kipi, das sind ein paar Monate im Jahr, ich habe da noch nachgefragt, 2 oder 3 Monate meine ich im Sommer, wo diese Fliegen so extrem sind, aber die stechen nicht. Also die sind wirklich einfach nur lästig, so kleine Viecher, die einen nicht in Ruhe lassen, aber sie tun einem absolut gar nichts. Genau. Deswegen ist er ja noch immer schnell ab, wenn die Fliegen dann Nein, irgendwie um so also rum sind. stehen bleiben ist da dann nicht mehr. Nee, Da das läuft man gerne. Das war dann für denjenigen von uns, der gerade die Kamera gehalten hat, immer eine besondere Herausforderung. Gut, naja, aber wenn ihr das alles so ein bisschen mal im Hinterkopf behaltet, auch bei eurer Planung, es ist alles machbar. Unterschätzen sollte man es nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel aber unten in der Schlucht ein älteres Ehepaar getroffen, die eine Tagestour einfach nur durch die Vikos-Schlucht gemacht haben. Und die haben einen Fehler gemacht. Ohne Rucksack, ohne Wasser. Es war warm. Gut, es gab irgendwo mitten in der Schlucht dann eine Quelle.
Aber er hatte ja dann irgendwann, als wir ihn gesehen haben, schon diesen hochroten Kopf. Genau, also wie gesagt, nicht unterschätzen, Temperatur angemessen, so ein bisschen anziehen, Verpflegung dabei haben, Wasser dabei haben. Genau. Ja, was man noch sagen kann, wir waren ja bei den Tieren jetzt eben gerade bei Bären, Wölfen und so weiter, was es da so gibt und Fliegen. Es gibt auch Kühe, das hat man ja in dem Video dann auch gesehen. Ja, gibt vielleicht auch Leute, die mit Kühen Probleme haben, die einem entgegenkommen, hat man ja bei dir gesehen, die Kuh hat keinen Platz. Ja gut, ich hatte jetzt mit der Kuh kein Problem, sie wollte halt einfach keinen Platz Ja, mehr. genau. Und dann ist der Weg halt sehr schmal, muss man dann halt gucken. Genau. Und da, wo es dann zu dem Kirchlein hochging am Ende, Monodentri, glaube ich, da sind wir nach Monodentri gelaufen, da wo dieser große Baum auf dem Marktplatz war, auf dem Dorfplatz. Ja, Diesen das ist Anstieg. der Ort vor Monodentri. Vor Monodentri. War das? Ich bin mir jetzt nicht mehr Ich sicher. auch nicht. Naja gut, aber zumindest da, Also irgendwo in dem Eck. man sieht es auch im Video, wo wir dann hochlaufen zu diesem, wo dann so ein kleines Kirchlein noch ist und wo Tobi noch meint, ja, und da weiden dann auch die Kühe auf dieser Treppe. Ach, das war bei den, ja, doch, das war Vizza, genau, der Ort vor Monodentri, Genau, die Vizza Vizza, Steps, okay. genau. Weil da waren dann auch nochmal die Kühe mitten auf der Treppe. Also es ist ein Erlebnis, es ist toll. Genau. Ja. Ja. Ja, wir haben noch ein bisschen was vergessen. Ich wollte unter anderem noch ein bisschen was auch zu Wegmarkierungen erzählen. Also hier auf dem Sagoria-Dreck habt ihr keine einheitliche Wegmarkierung. Also ihr habt da von einem roten Punkt über blaue und gelbe Pfeile, Linien in Rot und Weiß, also bunt gemischt. Von daher ist das in dem Wanderführer ganz gut erklärt auch. Ansonsten, Ja, was auch sehr gut war, Tobi ist ja immer sehr fleißig. Der gibt die Strecken immer vorab schon im Komoot ein. Und da kann man sich auch Genau. ganz gut dran orientieren, falls man mal verloren geht. da wo du vorhin ja gesagt hast, ne, ich wäre ja immer so übergenau. Also GPX dabei zu haben, ist an der Stelle gar nicht mal so verkehrt. Ist nämlich an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen abenteuerlich, Ja. sonst wieder Weg finden. Vor allem, was da erschwerend dazu kommt, ist, dass da auch ein Marathon langläuft an dieser Strecke und über Streckenteile auch parallel verläuft, dann aber auch mal wieder abzweigt. Und da ist es mit der Markierung manchmal verwirrend, haben wir an 2, 3 Stellen festgestellt. Genau, einmal wären wir auch fast falsch. Einmal wären wir fast falsch gelaufen, ja. Genau, also deswegen vorher angucken, wie ihr zu laufen habt, Wanderführer, die Karte. Ja, aber wie gesagt, wir haben es auch geschafft, dann schafft ihr das auch. Genau, also wie ihr seht, wir sind wieder hier. Ja. Genau, ansonsten wollten wir auch noch kurz was zu der Sinnhaftigkeit der Etappeneinteilung sagen, beziehungsweise wir würden gern mal, falls wir dann nochmal hinkommen, 1, 2 Alternativen probieren, und zwar gegen Ende hin, beziehungsweise die letzte Etappe ist ja eigentlich gleich der ersten Etappe. Wir hatten aber schon am ersten Tag gesehen, von Clidonia muss es noch einen anderen Weg nach Papigo geben. Und ja, wäre halt schöner, wenn man da 2 verschiedene Wege läuft, beziehungsweise am vorletzten Tag so ein Abstecher nach Vikos, also den Ort Vikos, wäre vielleicht auch noch ganz schön gewesen, den da mit einzubinden. Das heißt, einfach aus der Schlucht anders aufzusteigen. Genau, und dann am nächsten Tag von Vikos aus halt gucken, dass wir nach Clidonia kommen. Das haben wir jetzt mal genauer angeguckt. Falls es uns da nochmal hin verschlägt, Probieren wir das mal aus. probieren wir das dann aber auch definitiv. Beziehungsweise, wenn es jemand anderes ausprobiert, kann man ja auch gerne in den Kommentaren mal eine Rückmeldung geben, ob das funktioniert. Genau. Gut. Haben wir noch was? Oder? Ich glaube, das war das Wichtigste. Das war der wichtigste. Gut, dann ja, haben wir es soweit. Ja, von wegen, wir haben es. Einen habe ich noch. Betrifft die Etappe von Cepelovo nach Kipi. Da kann man am Tag davor von Cepelovo an den Aussichtspunkt Beloi laufen und wieder zurück nach Cepelovo. Viele Kilometer, je nachdem, ob man den gleichen Weg zurückläuft oder den Bogen über die lange Straße macht, hat man da ein bisschen Abwechslung drin, wobei über die Straße schöne Aussichten, aber zum Laufen grausig.
Es geht auch die, anders. Genau, die Etappe von Cepelovo nach Kipi war doch sehr, ja, also die war nicht ganz so schön. Und Ja. man kann, Unsere Reisebegleiter waren da etwas schlauer. genau, Beiden. also Justin und Insa sind dann im Prinzip nach den wie heißen die Treppen von Pradedo, sind sie dann direkt weiter nach Kipi, während wir wieder nach Cepelovo zurück sind. Also wenn wir das nochmal machen, würden wir dann auch direkt von Cepelovo über den Aussichtspunkt Veloy nach Kipi, ohne jetzt dann Cepelovo-Kipi diese kurze Etappe zu machen. So, aber jetzt haben wir es dann doch endlich. Ja, das waren dann mal unsere Erfahrungen und Tipps zu unserer Wanderung auf dem Sakoria-Trek. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir euch hilfreiche Tipps geben konnten für eure eigene Tourenplanung. Dass wir euch auch Lust auf die Tour gemacht haben, weil die ist wirklich wunderschön zu laufen. So, und dann würde ich doch sagen, haben wir es für dieses Mal wieder. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.